Microsoft Power Platform ist in vielen Unternehmen bereits lizenziert, aber es dauert eine Weile, bis sich herumgesprochen hat, was damit möglich ist. In der heutigen Folge sprechen wir darüber, wie ein Power Platform Action Day genau das ändern kann. Ein Format, das Mitarbeiter aus dem Fachbereich direkt abholt, echte Probleme in den Mittelpunkt stellt und zeigt, was digitale Lösungen im Alltag konkret bedeuten. Was dabei herausgekommen ist, welche Momente überrascht haben und was das Format für andere Unternehmen interessant macht, das besprechen wir in dieser Folge. Herzlich willkommen zum Weekly Talk, dem Videopodcast der Inosoft AG. Für jemanden, der den Begriff noch nie gehört hat, was ist die Microsoft Power Plattform? Die Power-Plattform ist ein Mitbringsel von Office 365, Mitbringsel in Anführungsstrichen. Das bietet dir neben den ganz normalen Tools wie Word, Excel, PowerPoint eben auch die Möglichkeit, Sachen zu automatisieren, Apps zu bauen, Daten abzulegen und so weiter. Also ein ganzer Werkzeugkasten von Möglichkeiten, der mitkommt. Was sind dann konkrete Tools? Also als Beispiel, was könnte ich dann damit? Also klassischerweise hat man ja früher irgendwie mit Excel und mit Access dann irgendwie rumgefummelt in den Fachbereichen. Was habe ich dann hier für Möglichkeiten? Ja, das ist ein ganz gutes Beispiel, Excel. Man hat nicht nur die Möglichkeit, irgendwie die Daten strukturiert abzulegen, man hat auch die Möglichkeit, Daten strukturiert abzufragen über Formulare, mit Formularlogik. Man kann die Daten weiterverarbeiten über Automatisierung oder auch so ganz einfache Sachen. Ich meine, oftmals vergessen, in Microsoft 365 ist ja auch Outlook, das ist ja auch Teil dieser ganzen Umgebung. Ich kann zum Beispiel sagen, hey, wenn der Winzer mir einen Termin schickt, dann sag den bitte zu, bevor der morgen wieder rummotzt, warum ich noch nicht zugesagt habe. Das konnte ich damit bauen. Das kannst du damit bauen. Okay. Nun heißt es ja immer, dass Unternehmen das quasi einführen, dass dann die Power-Plattform verfügbar ist, was ja darunter, ja, was irgendwo, wie soll man sagen, darauf hindeutet, dass man es lizenzieren muss, dass man es bereitstellen muss, dass es nicht automatisch da ist. Was bedeutet das da eigentlich? Also ist es genau das? Ja, du musst im Hintergrund schon was tun. Also die IT muss schon auch eine Governance aufbauen. Die müssen ja Sorge dafür tragen, dass es sicher funktioniert, dass es mittelfristig auch noch funktioniert und langfristig funktioniert, dass diese ganzen Abläufe da reibungslos sind, gewisse Spielregeln festlegen, was darf man nicht. Aber da ist dann tatsächlich ein kleines Problem, dass die Plattform verfügbar ist. Sie ist da, also kann genutzt werden. Aber je größer das Unternehmen ist, desto länger dauert es mutmaßlich, darüber informiert zu sein, was ich damit machen kann. Ist das tatsächlich eine Problemstellung aus deiner Projekterfahrung? Ja, das zum einen, und natürlich gibt es auch Konkurrenz mit anderen Tools, die ja vielleicht in so einem großen Unternehmen im Einsatz sind, ne, dass man da nicht kannibalisiert, dass man sagt, wir haben eine Automatisierungslösung, warum sollen wir jetzt mit Power Automate auch noch losziehen? Das muss ich halt finden, aber letzten Endes hast du recht, also mit diesem Lizenzkauf der 365 Lizenzen ist die Power-Plattform lizenziert. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin dann in so einem Fachbereich tätig, ich stelle fest, da ist eine Aufgabenstellung, die könnte möglicherweise automatisiert, um nicht zu sagen digitalisiert werden. Dann habe ich ja quasi immer so diese Bandbreite, ich bastle es mit Excel irgendwie selber. Oder ich denke, es ist so groß, dass ich die IT brauche, dass ich möglicherweise eine Ausschreibung brauche. Und das heißt, Zeit, Aufwand, dauert. Möglicherweise hat die IT keine Ressourcen. Kann man dann sagen, dass die Power-Plattform sich genau dazwischen irgendwo wiederfindet? Exakt, die ist da. Also ich habe ja das Beispiel gebracht mit dieser Zusage von einem Outlook-Termin, den mir mein Chef schreibt. Das ist ja ein ganz kleines Beispiel, das ist ja ganz einfach zu realisieren. Natürlich ist die Infrastruktur dafür vorhanden. Das heißt, wenn das Problem erkannt ist, das Konzept steht, kann man eigentlich sofort anfangen, damit Und Mann bedeutet dann aus der Fachabteilung, also wenn ich die, sagen wir mal, die Fähigkeit habe, die Berechtigung habe, dann könnte ich es selber bauen, ohne dass da ein IT, also Mitarbeiter aus der IT-Abteilung mitwirkt. Sozusagen. Genau, ich brauche keine IT. Also die Tools stehen mir zur Verfügung und ich muss nur wissen, wie ich sie einsetzen muss. Das klingt ja fast zu gut. Wo liegen dann die Grenzen? Ja, die Grenzen sind ja sind natürlich das Wissen um die Tools. Also wenn ich zum Beispiel, als einfaches Beispiel, ich mache diesen Power Apps Maker Screen auf, das sieht aus wie PowerPoint. Und dann denke ich mir so, oh, das ist ja ganz easy. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, vor 5 Jahren, als wir die erste Power App gebaut haben, da haben wir gedacht, das ist ja ganz einfach. Dann haben wir das gebaut, dann haben wir es weggeschmissen, dann haben wir es nochmal gebaut, haben es wieder weggeschmissen, weil das Ganze dann doch sehr komplex auch werden kann. Also je nachdem, was für ein Ziel ich verfolge mit meiner Automatisierung, Digitalisierung, was auch immer, wie ich es nennen will, wird es irgendwann sehr komplex. Und da spielt dann natürlich dann auch Erfahrung eine Rolle. Also du bist ja auch ein älteres, darf ich das so sagen?
älteres. Schneiden wir raus. Schneid's raus, ich habe es nie gesagt. Du kennst ja noch die Access-Lösungen, die Klar, irgendwann mal klassisch. gebaut wurden, dann plötzlich unternehmenskritisch wurden, dann sollten die direkt diese ganz gruseligen Geschichten, da wurde auch Verti gebaut. Das war der Kollege, der sich ein bisschen mit Excel auskannte, hat sich in Access reingefressen, hat dann irgendwas gebaut. Und genau so kann das hier auch passieren, dass man eben denkt, das ist ja ganz einfach und dann baue ich irgendwas, was vielleicht nicht erweiterbar wird. Wie kam dann die Idee jetzt in dem konkreten Unternehmen, pharmazeutisches Unternehmen, konkret zustande, dass man gesagt hat, hey, wir brauchen so einen Action Day? Was war die Triebfeder dabei? Naja, das Tool ist ja, die Tools sind ja da und dann besteht natürlich sowas wie so ein Respekt davor oder die Leute wissen es vielleicht gar nicht. Also man wollte die Idee rausbringen, dass man den Leuten sagt, hey, ihr habt da was Tolles und das könnt ihr einsetzen. Ihr könnt das für euch nutzen, persönlich, also im Bereich Personal Productivity, das ist ganz böses Schlagwort, also jemand baut was für sich, diese kleine Automatisierung, aber auch für eure Teams, für eure Abteilung Tools bauen, die euch helfen, Sachen zu automatisieren, du hast gesagt digitalisieren, das ist ja der richtige Begriff, also wie kann ich papierlos werden, wie kann ich Prozesse und Abläufe beschleunigen und gleichzeitig auch transparent machen. Was war dann das konkrete Ziel des Tags oder was stand oben drüber, so zu informieren, was möglich ist oder auch schon ein bisschen den Leuten Kompetenz an die Hand zu geben, dass sie vielleicht die ersten Apps selber bauen können? Naja, das war schon die Idee, dass man den Leuten auch wie gesagt, die Angst nimmt und auch zeigt, wie es geht und dass man die Leute da eben abholt, wo sie stehen. Wir haben ja auch diese Workshops durchgeführt. Das heißt, die Leute kamen mit ihren Fragen zu uns in die Workshops, haben gesagt, ja, wie muss ich damit überhaupt, wie lege ich überhaupt los, bis hin zu, hey, ich habe da schon was gebaut, ich habe hinten raus ein Problem, ich weiß da nicht weiter. Das war schon die Idee, die Leute abholen, wo sie stehen, die Angst zu nehmen und sie auch zu animieren, Lösungen zu bauen. Und natürlich auch ein Slogan, hey, bring uns dein Problem. Das war ja auch eine tragende Idee, dass wir sagen, gebt uns ein Problem, wir gucken uns das an und wir bewerten das für euch. Also das war sozusagen der Claim, der oben drüber stand. Bring uns dein Problem, wir helfen dir dabei, daraus irgendwie eine Lösung zu skizzieren. Kann man das so sagen? Exakt, ja. Erstmal natürlich prüfen. Also zu gucken, ob es sinnvoll ist in jeder Richtung. Ob es Sinn macht. Also ich habe ja gesagt, wir wollten die Leute abholen, da wo sie stehen. Und wo sind die Leute? Die haben ein Problem, eine Herausforderung. Also Problem ist immer so ein böses Wort, aber die haben eine Herausforderung und wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Aber wenn ich mich jetzt in die Lage versetze, dann kann ich ja vielleicht gar nicht so gut einschätzen, ist das Problem jetzt aus Sicht eines ITlers ein Pille-Palle-Problem? Also mache ich mich damit möglicherweise lächerlich oder ist es so schwierig, so komplex, dass es gar nicht umsetzbar ist? Also diese Hürde, spreche ich darüber? War die spürbar? Hatten die Leute oder waren die relativ offen und sind mit diesem Problem, egal welches, dann einfach auf euch zugekommen? Das ist letzten Endes eine persönliche Geschichte. Also es gibt Leute, die sagen, hey, ich habe das und das Problem und du hörst dir das an. Und Also das völlig ja entspannt. So. Schön, genau. Und andere sagen so, ich weiß nicht, wie ich damit. Das ist schon sehr unterschiedlich, sehr persönlich. Und das ist aber auch das Schöne an so einem Tag. Du kommst mit den Leuten ins Gespräch. Das ist sehr persönlich. Du bekommst direkt einen Eindruck von den Kollegen, wie ticken die, was haben die für Herausforderungen im Alltag und so weiter. Und das ist ja auch so, dass wir das ja nicht kennen. Also wir kennen es ja von vielen Kunden. Ich war ja auch selber vor Ort und habe mir einen Eindruck verschafft an dem Tag. Also das war auch gut gemacht von euch. Ihr wart sehr offen unterwegs. Also nicht mit so einer, wie soll man sagen, IT-Arroganz, so nach dem Motto, was ist denn das für ein Problem? Also darüber sprechen wir gar nicht, sondern jeder konnte wirklich offen mit seiner Fragestellung auf euch zugehen und wurde ja wirklich auch gut über das, was möglich ist, informiert. Das war schon gut. Klar, also das ist auch Teil unseres Anspruchs. Also ich würde niemals sagen, wir machen was mit der Power-Plattform, wenn es keinen Sinn macht. Ja, genau. Also man analysiert Probleme und sagt, hey, das ist nichts für die Power-Plattform. Geh mal zu den Viva-Kollegen. Oder? Wie war der Tag dann aufgebaut? Also welche Module hatte der Tag oder welche Bestandteile? Ja, wir haben angefangen morgens mit der Keynote. Also ein großer Saal, wo alle dann reinkamen. Großer Saal, Leute rein, kurz berichtet, was ist die Power-Plattform eigentlich und auch Anwendungsbeispiele gezeigt. Wir hatten Stände aufgebaut, 2, wo die Kollegen zu uns kamen. Wir hatten Stehtische, an dem Tisch stand ein Kollege. Also fast so ein Messecharakter. Ja, das war schon sehr, sehr interessant, sehr offen und auch, ich muss echt sagen, amüsant. Also das hat richtig Spaß gemacht, mit den Leuten in Kontakt zu treten, mit Leuten, die man nicht kennt, die sprechen einen an und sagen, hey Marco, hast du mal eine Minute? Und natürlich haben wir die Minute. Und so ging das los. Das hat mich schon sehr überrascht. Also das ging sofort los von 0 auf 100. Dann hatten wir parallel zu diesem Stand 2 Workshop-Sessions. Also einmal vormittags, einmal nachmittags, jeweils in 2 Räumen. Also
Kleingruppen, wo die Kollegen eben auch nochmal im Detail erklärt bekommen haben, mit technischem Einblick. Wie starte ich? Welche Probleme kann ich damit lösen? Und Dann auch, hands-on, also dass die Leute ihr Gerät mitgebracht haben oder haben die mehr oder weniger zugehört und jemand hat etwas ja, die hatten auch demonstriert? ihre Geräte dabei und haben auch teilweise gezeigt, was wir gemacht haben. Natürlich, es ist ja schwierig, so eine Veranstaltung Ja. ganz individuell zu gestalten. Wir haben natürlich vorne Beispiele gezeigt und die Kollegen haben dann wirklich mit ihren Beispielen, kamen die auch um die Ecke und wir haben halt drauf geguckt und haben gesagt, ja, mach das so oder so. Wie haben die Leute jetzt auf diesen Claim reagiert? Haben sie wirklich dann ihr Problem mitgebracht? Also war sozusagen der erste, hey, hier habe ich was? Oder ging es dann quasi erstmal um andere Faktoren, Informationen zu? Also wie sind die Leute mit diesem Problemthema umgegangen? Ja, auch da wieder unterschiedlich. Wir haben eine ganze Anzahl von Problemen bekommen. Wir haben Probleme bekommen, wo ich sage, das sind super, super Ideen. Was war das so spannendste, überraschendste Problem oder Projekt oder Anforderungsthema? Was alle Probleme gemeinsam haben, ist immer so die nervigen Tätigkeiten, also da, wo man mit Automatisierung weiterkommt, das ist völlig klar. Eine ganz spannende Idee, das soll aus Dokumenten, wenn sich etwas ändert, ein Logo ändert, sollen wir automatisiert raussuchen, hey, die Datei hat das Logo. Oder wenn sich eine Textpassage ändert, Sehr die spannend. Datei enthält diese Textpassage. Und? Gar nicht ändern, sondern einfach nur identifizieren, weil das eine Tätigkeit ist, mit der so eine Abteilung Wochen und Monate verbringt, eine hohe Fehlerquote hat. Und realisierbar mit der Power-Plattform? Natürlich. Das ist ein super Anwendungsfall. Gab es Momente, wo du gesagt hast, wo du persönlich irgendwie gedacht hast, großartig? Ja, was mich gefreut hat, das ist natürlich beim Kunden, wo ich früher sehr lange und sehr intensiv unterwegs war. Es kamen ganz viele Leute auf mich zu, hey, schön, dich mal wiederzusehen. Und das war wirklich so das wird teilweise auch emotional. Also Leute, die ich 15 Jahre nicht gesehen habe, die standen Super. auf einem, das ist toll. Also, Zeigt ja auch, dass diese Momente, wo man sich dann persönlich trifft, ob das jetzt der Anlass Power Platform Action Day oder was anderes, also wo man einfach direkt ins Gespräch kommen kann, unkompliziert, dass die einfach nach wie vor eine hohe Bedeutung haben, oder? das ist super. Wenn ich überlege, wenn ein Kunde ein Problem hat, bis er bei uns landet, das ist bei uns, wir sind unkompliziert, das ist relativ einfach, ne? Aber das ist eine Sache von einer Minute. Man sagt, hallo, hier ist meine Herausforderung und Ja. man ist direkt im Gespräch. Ja. Also das macht es sehr, sehr einfach Ja. und vor allem sehr konkret. Ja, und die Stimmung war auch großartig in dem Raum. Also Super. man hat das gemerkt, es war sehr interaktiv, es war eine gelöste Stimmung. Und es gab natürlich auch Gelegenheiten, wo ihr dann sagen konntet, hey, das macht keinen Sinn, das mit der Power-Plattform umzusetzen, oder? Wenn sagen wir mal, eine KI-getriebene oder eine mit sehr, sehr vielen Datenstrukturen operierende Anforderung kam, da muss man halt auch klar sagen, das ist die Power-Plattform da nicht im Sinne einer optimalen Plattform. Ja klar, also das gibt es ja immer wieder. Also die Vorstellungen, die gehen ja ganz weit auseinander und auch du hast jetzt KI gesagt, man kann Sachen mit KI ja lösen, es gibt aber auch Sachen, die würde ich gar nicht mit KI lösen wollen. Ja. Das ist natürlich auch meine Art, dann zu sagen, ey, pass mal auf, das ist euer Job, das zu tun, Ja. das kann euch keine KI abnehmen. Ja. Ne? Was hat jetzt insgesamt gut funktioniert oder was würdest du, wenn du den Tag jetzt so einmal im Revue passieren lässt, was würdest du anders machen? Ich glaube, wir haben gar nicht so viel falsch gemacht. Also wir sind da hingegangen, wo die Leute sind. Wir haben die abgeholt, wir haben denen angeboten, kommt zu uns. Das hat super funktioniert. Die Workshops waren super besucht. Gibt Anfragen, das nochmal zu machen. Also gerade diesen Workshop-Teil. Das ist ja schon mal ein guter Indikator. Das ist super. Wir hatten ganz viele Anmeldungen. Wir mussten ja auch Leuten da leider sagen, hey, die Workshops sind voll. Die telefonieren aktiv hinterher. Wann ist denn der nächste Workshop? Wer hat die nächsten Workshops geplant? Ich glaube, da haben wir gar nicht viel falsch gemacht. Also das mutet ja tatsächlich so an, wie man so schön sagt, als hätte man einen Nerv getroffen, dass die Leute gemerkt haben, hey, wir haben da im Unternehmen eine tolle Plattform, wir haben jetzt irgendwie möglicherweise ein Problem und ich brauche jemanden, der mir hilft, dieses Problem dann auf die Straße zu bringen, ob ich es selber machen kann oder ob ich es umsetze oder ob es umgesetzt wird. Und das scheint ja dann wirklich so einen Nerv getroffen zu sein. Genau, und dann hast du natürlich noch die anderen Kollegen, die halt sehr technikaffin sind, die halt auch wissen wollen, wie funktioniert denn das, unabhängig davon, ob die jetzt ein kleines Problem haben oder gar keins oder einfach nur wissen, ey, wie kann ich da mit Power Automate was machen? Das ist eine sehr interessante Mischung gewesen. War das jetzt speziell auf dieses Unternehmen abgestimmt, das Format? Oder wenn jetzt jemand zuhört und sagt, hey, sowas möchte ich bei uns auch machen, kann man das auf andere Unternehmen übertragen? Naja, das ist natürlich übertragbar auf alle Unternehmen. Ich meine, das ist jetzt ein Pharmaunternehmen gewesen, ein großes, aber das ist natürlich für alle Unternehmen portierbar, die Interesse daran haben, dass man den Kollegen die Power-Plattform näher Also wo bringt. quasi die Gap so zwischen, wir haben die Plattform, aber es passiert sozusagen zu wenig, um das so ein bisschen aufzufüllen und die Leute zu sensibilisieren, was machbar ist. Dafür ist es dann einfach eine Absolut, gute Leute Plattform. abholen.
Persönliches Fazit? Super Tag. Spaß gemacht. Yeah. Nette Leute, unfassbar. Es sind natürlich auch viele Kontakte entstanden. Das war super. Also es war wirklich so, als die Kollegen dann, wir waren ja 8 Leute, als sie nach Hause gekommen sind, haben alle gestrahlt, waren jetzt gar nicht so sehr, weil so viele konkrete Sachen besprochen worden sind, sondern weil es einfach interaktiv, Dialog und schön war, einfach mal wieder unter Leuten zu sein und gute Gespräche zu führen. Das hat einfach Spaß gemacht. Das war wirklich, ich war müde abends natürlich. Klar. Natürlich ist es immer anstrengend, aber das war so, wenn du dann auf dem Sofa liegst, das war so ein richtig Ja. eine schöne Müdigkeit. Ja. Also man ist gut eingeschlafen und hat gedacht, super, das war geil. Das spürt man ja auch jetzt noch. Ne? Ja. Ist ja schon ein paar Tage her, aber die Begeisterung ist immer noch in deinen Augen geschrieben oder steht noch in deinen Augen. Natürlich. Sehr gut, Marco. Vielen, vielen Dank. Das war's. Danke. Und Ihnen vielen Dank wie immer fürs Zuschauen. Danke für Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund und uns gewogen und bis zum nächsten Mal.